Der lange Weg der Dolomiten ist der schönste Radweg durch die Alpen, zumindest für diejenigen, die auf Flora und Fauna Rücksicht nehmen. Er wurde auf der ehemaligen Bahntrasse der Dolomitenbahn angelegt. Endlich einmal eine wirklich sinnvolle Verwendung von EU-Fördergeldern und 2006 fertiggestellt. Diese Schmalspurbahn, die im Ersten Weltkrieg gebaut wurde, verband die Ortschaften Toblach im Pustertal und Calalzo in Venetien. Die 65 Kilometer lange Eisenbahnstrecke wurde schon 1964 stillgelegt. Ich komme von Sterzig und lege zunächst in Bruneck einen 3-tägigen Halt ein. Bruneck liegt etwa 20 Kilometer von Toblach entfernt und von hier aus will ich 3 ganztägige Ausflüge machen. Am ersten Tag fahre ich mit der Seilbahn auf den Kronplatz hinauf und schaue mir das Pustertal von oben an. Der Blick ins Tal ist dringend nötig, denn oben auf dem Berg sieht es aus wie im Geographie-Lehrfilm Alpen im Zwielicht. Am zweiten Tag schiebe ich mein Rad auf schmalen Wanderwegen die fast 1000 Höhenmeter zu den Erdpyramiden von Platten hinauf. Dabei handelt es sich um eine Erosionsschlucht, die durch mehrere Bergrutsche entstanden ist. Die Säulen mit den abschließenden Steinen muten fremdartig an. Sie passen wohl eher nach Madagaskar oder Australien. Am dritten Tag fahre ich den steilen Anstieg zum Praxer Wildsee hinauf. Dieser Bergsee liegt etwa 400 Höhenmeter oberhalb des Pustertales. Das ihn einrahmende Massiv des Seekofels ist fast 3000 Meter hoch. Am nächsten Tag breche ich zur zentralen Etappe des Dolomitenradweges auf. Er führt von Sterzig zunächst nach Toblach, wo der lange Weg der Dolomiten offiziell seinen Anfang nimmt. Über den Toblacher See führt der Radweg geradeweg hinein ins Herz der Dolomiten.
Die Steigung hinauf zum Pass von Chimabanche ist kaum wahrnehmbar. Dabei genießt man einen wunderbaren Ausblick auf die 3 Zinnen und den Monte Cristallo. Nach der Passhöhe stößt man auf mehrere alte Bahnhöfe, die zu den wenigen gehören, die noch keine neureichen Käufer gefunden haben. Mehrfach führt die Radstrecke auch durch lange Tunnel. Da es immer leicht bergab geht, braucht man aber kaum in die Pedale zu treten und kann es rollen lassen. Am Spätnachmittag erreiche ich Cortina d'Ampezzo. In dem mondänen Ferienort hatten 1956 die Olympischen Winterspiele stattgefunden. Ich übernachte hier aber nicht, sondern fahre weiter nach San Vito di Cadore. Am folgenden Tag folge ich dem Dolomitenradweg nur für wenige Kilometer und quere dann das Tal, um nach Cibbiana de Cadore hinaufzufahren. Dort quartiere ich mich im Hotel Remauro mit fantastischer Bergsicht ein. Dann schwinge ich mich wieder aufs Rad und es geht weitere 300 Höhenmeter hinauf zum Parkplatz unterhalb des Monte Rite. Von hier starten die Kleinbusse zum Messner Mountain Museum Dolomites. Es liegt mitten im Herzen der Dolomiten, auf dem Gipfelplateau des Monte Rite in einem umgebauten Fort aus dem Ersten Weltkrieg. Die Ausstellung ist der Erschließungsgeschichte der Dolomiten gewidmet, aber das Beeindruckendste ist der Blick in die umgebende Bergwelt.
Am folgenden Tag radle ich zum Dolomitenradweg zurück. Am Bahnhof von Venas di Cadore sind einige historische Fotos von der Dolomitenbahn ausgestellt. Von hier sind es nur noch wenige Kilometer bis zur offiziellen Endstation des langen Weges der Dolomiten, nach Calazo di Cadore. Dieser Ort liegt, wie sein Nachbarort Pieve di Cadore, an einem großen Stausee. Hier muss man ein kurzes, aber sehr unangenehmes Stück auf einer italienischen, stark befahrenen Bundesstraße zurücklegen. Dann beginnt eine beeindruckende Etappe durch das Piave-Tal. Da vor Jahrzehnten bei einem Dammbruch das Tal schwer verwüstet worden war und die Bundesstraße inzwischen auf der Höhe verläuft, sind mehrere der kleinen Orte zu Geisterstädten geworden. Erst bei Ponte Cadola, wo sich das Tal des Piave öffnet, haben mich die Zivilisation und die Autostraßen wieder. In Belluno mache ich einen Tag Rast. Ich benütze ihn dazu, um zum Lago di Santa Croce zu radeln, den die Gleitschirmsegler in Beschlag genommen haben. Da ich nicht auf der Hauptstraße weiterfahren will, schlage ich nach Feltre den Weg durch die Hügel am Rand des Tales ein. Ich verfahre mich ein paar Mal, sodass ich in Feltre gleich ein reichhaltiges Mittagessen einnehmen kann. Westlich von Feltre geht es wieder hinein in die Berge und am Lago di Corlo entlang. Die Strecke ist sehr schön, hat aber tüchtige Steigungen. So schaffe ich es nicht mehr bis nach Bassano. Nach einer Steilabfahrt über eine landschaftlich beeindruckende Strecke erreiche ich das Tal der Brenta. Da ich in der Abenddämmerung noch nicht einmal den Radweg auf die westliche Talseite finde, übernachte ich in dem kleinen Ort Cismon del Grappa. Als sich am anderen Morgen nach einem ausgiebigen Frühstück die Nebel über Cismon del Grappa lichten, finde ich nach längerem Suchen endlich die Rad- und Fußbrücke über die Brenta. Es ist eine der wenigen Male, wo der Radweg nicht gut ausgezeichnet ist. Die Alternative wäre die Überlandstraße durch das Brentatal gewesen. Falls man mit Rad und Gepäck unterwegs ist, dürfte das in etwa einem Horrortrip auf einer deutschen Autobahn entsprechen. Auf dem Westufer der Brenta verläuft aber ein neuer, wunderbar abgelegener Radweg. Auf ihm ist das Radeln ein Genuss. Vorbei an Weingütern und kleinen Städten erreiche ich nach wenigen Stunden Bassano del Grappa und die Ponte degli Alpini.